In diesem Video erstellen wir zusammen einen Geschenkanhänger, den du anschließend als Printable, also als ausdruckbare Datei auf Etsy oder in deinem Shop verkaufen kannst. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Digidesign Resort. Wenn wir uns noch nicht kennen, mein Name ist Monja, ich bin Künstlerin, Grafikdesignerin und Lehrerin und auf diesem Kanal zeige ich dir, wie du deine Kreativität in einen passiven Einkommensstrom verwandeln kannst. Dazu schauen wir uns Grafiksets verschiedener Designer an und schauen, wie wir daraus eigene digitale Produkte erstellen können. Und diese digitalen Produkte wollen wir dann auf Etsy oder unserer eigenen Webseite verkaufen. Diese digitalen Produkte wollen wir dann in ein passives Einkommen verwandeln, wobei passiv in dem Fall nicht bedeutet, dass du nie wieder etwas tun musst, aber dass du dein Produkt, was du einmal erstellt hast, immer und immer wieder verkaufen kannst, ohne es jedes Mal neu zu erstellen. Diese Produkte werden dann digital vertrieben, ganz wie die Musik großer Künstler oder auch die Videos aus den Hollywood-Studios. Falls du nicht nur die Grafiksets anderer Designer nutzen möchtest, sondern auch deine eigene Webseite und dein eigenes Business aufbauen möchtest und dort deine digitalen Produkte verkaufen möchtest, und zwar deine eigenen, nicht die aus anderen Produkten gemachten digitalen Produkte, dann schau dir die Safari Lounge Designer Classes an. Unter dem Video findest du dazu einen Link und da kannst du gerne einmal bei uns vorbeischauen und dir ansehen, was wir dazu bieten haben. Ich zeige dir in unserem Membership in der Safari Lounge Schritt für Schritt, wie du dir ein komplettes Business aufbauen kannst. Von den ersten Schritten deiner eigenen Webseite, die zu erstellen, erstelle eine eigene Webseite und du kannst es auch, das ist überhaupt kein Problem, bis hin zu dem Punkt, wo du deine eigenen digitalen Produkte selbst erstellt, selbst gemalt, in deinen Shop einfügen kannst. Schau doch einmal vorbei. Den Link findest du unter dem Video und natürlich freue ich mich darauf, dich zu sehen. Wenn dich das interessiert, abonniere doch unseren Kanal und klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Für das folgende Projekt benötigst du diese Materialien. So, erst einmal wollen wir uns dieses Grafikset von Polikarpova Art anschauen. Ja, der Name ist wirklich gewöhnungsbedürftig und schwierig auszusprechen. Aber gut, Christmas Time, Polikarpova Art, der Link ist unter diesem Video, wenn du dir das Grafikset näher ansehen möchtest. Und wir schauen jetzt einmal an, was es darin gibt. Ich gehe jetzt mal hier auf meinen Ordner. Wenn du das Ganze runterlädst, dann siehst du hier 4 Ordner. Und in diesen 4 Ordnern sind natürlich Grafiken drin und deswegen fangen wir einfach hier mit den Compositions an und ich stelle mal hier um, dann kannst du das ganz genau sehen. Also, sie hat also ihre Elemente genommen und hat die zusammen arrangiert. Das heißt, du kannst hier fertige Elemente nehmen und daraus direkt eine Karte erstellen oder auch so einen Tag, wie wir gleich zusammen erstellen. Kannst du natürlich alles mit den vorbereiteten Elementen direkt machen. Aber gerade wenn man es verkaufen will, finde ich es eigentlich immer schöner, wenn man noch etwas selber macht. Man muss ja nicht das Rad gerade neu erfinden, aber naja, selber machen ist halt auch was Schönes, ne? Vor allen Dingen für uns Grafikdesigner würde ich mal sagen, ist das ja eigentlich ganz, ist das richtig so? Ist das eigentlich das, was wir machen wollen? Ich gehe jetzt mal zurück. Hier sind die Elemente. Und auch hier kannst du dir jetzt jedes einzelne Element einmal anschauen, die auch gerade in den Compositions verwendet wurden, logischerweise. Ja, ist ja ein süßer Hase, hier ein Reh, ein Bär. Also du siehst, es gibt hier jede Menge Möglichkeiten, was du damit machen kannst. Was mich erst ein bisschen gestört hat, war, dass hier plötzlich eine Schneekugel auftauchte. Ja, und dann auch noch Häuser und ich wusste erst nicht, wie soll ich die jetzt zusammenbringen, ne? Also Häuser mit den Bären, die ja eigentlich im Wald sind und naja, auf jeden Fall, es geht. Ich zeige dir gleich, wie ich das gelöst habe, wie ich das mit unserem Schneemann gelöst habe. Den habe ich nämlich wirklich in den Wald gestellt oder beziehungsweise in eine Schneelandschaft und
ja, dann habe ich die kleinen Vögel hier zum Beispiel einfach dazu dekoriert. Da kann man das ganz klein machen, Geschenke noch dazu gestellt. Du siehst, es gibt da unendliche Möglichkeiten, was du mit diesen Elementen machen kannst. Die Elemente, das siehst du hier rechts auf der Seite, sind sehr groß und die sind natürlich auch in 300 dpi. Das heißt, du kannst sie sehr schön drucken. Das sorgt für eine gute Auflösung. Hier sind die Schneeberge, die wir gleich verwenden werden. Ja, auch das Auto ist ein heißer Anwärter darauf, verwendet zu werden. Ich mag auch die Farben dieses Sets. Also es ist nicht das typische Rot und Grün und Braun, sondern so ein bisschen gedämpfter. Was ich finde, gibt der ganzen Sache noch einen speziellen Charme. Aber du kannst natürlich die Farben in deinem Grafikprogramm ändern. Das ist überhaupt kein Problem. Wir wollen jetzt hier nur einmal uns alles angucken. Lass das so ein bisschen auf dich wirken. Das ist nicht ganz unwichtig, weil bereits beim Durchscrubben hier kriegt man schon erste Ideen, oder? Hast du nicht schon jetzt erste Ideen, was du mit den ganzen Elementen machen kannst? Ja, so soll es auch eigentlich sein, ne, weil auf diese Weise kann man ja schon mal sich so ein bisschen überlegen, was man wie arrangiert, was einem besonders gut gefällt und so weiter. Ne? Ja, also ich scrub jetzt hier mal einmal zu Ende. Ja, okay. Das war es auch schon mit den Elementen. Also auch ist gut, es sind 95 Stück, also hast du eine Menge Auswahl. Ich gehe nochmal hier zurück. Hier sind jetzt noch die Pre-Made Cards, also vorgefertigte Karten. Die müsste man jetzt auch noch irgendwie in ein Format bringen, aber nichtsdestotrotz, sie sind schon designt. Also du könntest sie so nehmen, wie sie sind und könntest damit eine Weihnachtskarte erstellen. Ja, wie gesagt, wie du magst, ist alles möglich. Ich finde es eigentlich schöner, wenn man es selber macht. Also ich gehe nochmal zurück. Hier sind auch noch randlose Muster, ganz wichtig. Das heißt, man kann das Ganze wieder ansetzen. Du siehst hier, was hier drüber fehlt, ist hier unten. Das heißt, wenn ich das hier oben dran setze, dann passt das. Und auch wenn ich das auf die linke Seite setze und auf die rechte, passt das. Das ist sehr angenehm. Also wenn ich einen Stoff machen möchte oder ja, Geschenkpapier vielleicht, ne? Dann kann ich so etwas gebrauchen. Das hier als Ganze als PNG-Format. Meistens ist es einmal in JPEG und einmal als PNG. Heißt, ich kann noch selber etwas dahinter legen. Also ich kann noch einen eigenen Hintergrund da reinlegen, wenn ich zum Beispiel eine Textur haben möchte oder sowas. Auch ganz angenehm, gut mitgedacht, würde ich sagen, von der Dame. Ja, ich scroll jetzt hier auch einmal durch. Du siehst, irgendwie arrangiert, zusammengestellt und dann vor allen Dingen als Endlosmuster erstellt. Ja, schön gemacht, aus den Elementen im Kit natürlich, und die können wir auch für irgendwas verwenden natürlich. Ja, okay, ich will jetzt mal aufhören an dieser Stelle. Du siehst, was hier alles drin ist. Also ist eigentlich relativ viel. Wir werden uns meistens auf die Elemente beschränken. Also ich zumindest gehe meistens an die Elemente und arbeite damit. Und ich schaue mir die Komposition einmal an oder auch die bereits gefertigten Karten. Aber ja, meistens mache ich meine Sachen doch aus den Elementen selber. Jetzt gehen wir einmal an den Computer und erstellen zusammen einen Geschenkanhänger. In diesem Tutorial erstellen wir gemeinsam einen Geschenkanhänger, und zwar diesen runden hier. Ich habe den hier schon einmal gebastelt, und zwar möchte ich mit dir diesen Geschenkanhänger auf ein extra Dokument ziehen und dann gestalten. Wir werden den umfärben, wir werden verschiedene Elemente hier drauf ziehen, die kleiner machen und natürlich auch ein von und für hier einbringen. Bitte nicht verwirrt sein, hier oben ist alles in Englisch, ich weiß, aber es ist mir einfach nicht möglich, das neu in Deutsch zu installieren. Da scheint wohl irgendwie noch ein Bug beim Photoshop 2024 zu sein. Wenn du aber in deinen Photoshop guckst, auch wenn du 2023, ist ganz egal, es ist dann halt Datei, und wenn ich dann hier hingehe, angenommen ich würde irgendwas zumachen, dann wäre das genau an derselben Stelle. Also notfalls kannst du hier oben abzählen, 5. Punkt, dann zumachen oder schließen und du hast genau dasselbe. Ja, also wie machen wir das? Wir nehmen erst einmal hier das Move Tool, also klicken da drauf, hier auf dieses Tool, und bitte schau, dass hier Auto Select ausgewählt ist, also hier der erste Punkt, die erste Box einen Haken hat, und dass du hier Ebenen, also Layer ausgewählt hast, und
dann ist es so, dass wenn ich hier draufklicke auf irgendetwas hier, das hier direkt auf der Ebenenpalette auch angezeigt wird. Ich zeige das noch einmal. Wenn ich jetzt hier auf dieses Tag gehe, dann wird das auch wieder hier direkt ausgewählt und ich kann das jetzt kopieren. Also, wir gehen nochmal hierhin zurück. Du siehst auf der Ebenenpalette, es springt wieder hierhin zurück. Und jetzt mache ich Command C oder STRG C, was so viel wie kopieren heißt. Oder ich kann natürlich hier auch auf Edit und Copy gehen. Auch genau an derselben Stelle hast du dieses. Und dann habe ich das hier in die Zwischenablage kopiert. Wenn ich jetzt Command N oder Datei neu mache, kommt dieses Fenster. Und du siehst schon, ich habe hier jetzt in der Zwischenablage meinen Tag, meinen Geschenkanhänger drin, der genauso groß ist, wie diese Zwischenablage sein soll. Ich möchte das Ganze jetzt aber ein bisschen größer haben, einfach nur damit ich ein bisschen mehr Platz rundherum habe. Deswegen stelle ich mir das jetzt hier in 2000 mal 2000 ein. Und ich sehe zu, dass das Ganze 300 dpi als Auflösung hat, also Resolution 300 und das hier Pixel per Inch hat, nicht Pixel per Zentimeter. Und dann stelle ich das auch noch um in den RGB Color Modus. Warum? Eigentlich würde man ja CMYK nehmen, weil man es ja drucken möchte, aber RGB ist halt einfach ein größerer Farbraum. Deswegen, da wir das wahrscheinlich nicht an eine Druckerei weitergeben, denke ich mal, ist das eine gute Wahl. Wenn das alles eingestellt ist, als Hintergrundfarbe kannst du ruhig weiß nehmen, dann klickst du hier Create oder Erstellen und dann hast du ein Dokument. Und jetzt machst du Command V oder eben Edit und Einfügen, also Paste in dem Fall, und dann hast du deinen Tag hier drin. Wenn du das andere Dokument genommen hättest, wäre das hier eben nicht mit so viel Platz versehen gewesen. Dann hätten wir ja ein bisschen weniger drumherum gehabt. Aber ich finde das immer ganz schön, wenn ich das so, ein bisschen Platz habe. Wenn ich jetzt Command Minus mache, dann kann ich das ganze Unternehmen ein bisschen kleiner machen. Wenn du das nicht über die Shortcuts machen möchtest, kannst du natürlich auch immer unter Fenster oder hier Window und Navigator den Navigator öffnen. Und dann kannst du es auch klein und groß machen. Also ich mache es halt immer nur über Command Minus. Ja, geht meistens einfach schneller. So, soweit, so gut. Jetzt haben wir hier unser Dokument. Jetzt können wir das einfach schließen. Und dann kann ich auch schon damit anfangen, meine ersten Objekte reinzuziehen. Und ich fange mit dem kleinen Schneemann, nein, mit dem Nikolaus an und hole mir den hier aus dem Paket raus. Ja, das ist dann immer ein Suchen, ne? Wir müssen einfach hier durchscrollen, bis wir auf den kleinen Kerl stoßen. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, den zu öffnen. Also entweder ich ziehe ihn jetzt hier rein und dann habe ich das Problem, wenn ich den Weihnachtsmann hier draufziehe, ist der fürchterlich groß und ich muss das Ganze erstmal verkleinern. Ich lösche das jetzt nochmal und zeige dir einen einfacheren Weg. Mach den nochmal zu. Wenn ich den nämlich direkt hier reinziehe auf mein Dokument, verwandelt sich das Ganze hier in ein Smart Object und ich kann den direkt hier, nicht größer als mein Dokument, so groß machen, wie ich ihn haben möchte. Jetzt versuche ich ihn ungefähr gleich zu positionieren wie hier und auch in der gleichen Größe zu machen. Kann ich aber später auch immer noch ändern. So. Als nächstes hole ich mir jetzt mal den Schnee hier rein, weil dann kann ich davon die Hintergrundfarbe picken und dann sieht mein Tag auch schon anders aus. Also, wir suchen den Schnee. Ja. Hier ist der Schnee. 3 verschiedene Schneesorten sozusagen. Und auch wieder hier. Ich ziehe das direkt hier drauf und packe den dahin ungefähr, wo ich ihn haben möchte. Jetzt ist mein Weihnachtsmann noch vom Schnee verdeckt. Jetzt ziehe ich das also hier drunter. Jetzt steht da drauf. Und jetzt habe ich noch das Problem, dass das Stück hier rausguckt. Das kann ich jetzt einfach lösen, indem ich das hier klippe. Das heißt, ich drücke auf die Alt-Taste und klippe das hier rein und dann ist das hier weg. Jetzt brauche ich noch einen zweiten Schneeberg sozusagen. Das mache ich Command J und habe den einfach dupliziert hier noch einmal und kann den hier hinpacken. Und
Jetzt habe ich das Problem. Jetzt könnte ich wieder hier reinklippen und das ist auch erstmal weg. Aber wenn ich jetzt gleich hier noch weitere Sachen hinmache, dann funktioniert das mit der Dimension nicht mehr. Ich lasse das jetzt erstmal hier so. Du wirst es gleich sehen, was ich damit meine und dann ändern wir das gemeinsam. Jetzt erstmal bleibt es hier so und du kannst das ja natürlich auch so machen, wie du das möchtest. Dementsprechend kann es bei dir auch sein, dass es einfach so bleibt. Jetzt klicke ich mal hier in den Hintergrund. Und dann hier unten auf dieses kleine Viereck, wenn ich da jetzt doppelt draufklicke, dann kann ich nämlich eine Farbe raussuchen. Und ich pick mir die Farbe jetzt einfach hier aus dem Schnee. Wenn ich hier einfach mal reinklicken und eine schöne Farbe aussuchen. Du siehst ja auch, wie viele verschiedene Farben es da gibt. Ja? Jetzt habe ich ungefähr dieselbe, wie ich hier habe. Dafür werde ich mich auch entscheiden, weil die finde ich eigentlich sehr schön. Und sobald ich damit glücklich bin, klicke ich einfach hier auf OK. Und meine Farbe ist drin. So, im nächsten muss ich jetzt hier die Geschenke platzieren, dann die kleinen Vögel und natürlich die Sterne im Hintergrund. Ja, wollen wir einfach mal damit weitermachen. Jetzt hole ich mir mal die Geschenke. Wieder hier draufklicken, reinziehen, Größe anpassen. Also du siehst, es ist eigentlich immer derselbe Vorgang. Das Problem ist jetzt, es hat sich jetzt unter diesen Clip gelegt. Das heißt, im Moment sind meine Schneeberge weg. Aber es macht nichts, die holen wir sofort wieder. Ich mache das nun mal ungefähr so groß, wie ich das haben möchte. Und dann ziehe ich das Ganze hier drüber. So, jetzt habe ich das Problem, die beiden sind jetzt nicht mehr geklippt. Gut, das kann ich wieder ändern. Aber im nächsten Moment wäre es schön, wenn das hier unter diesem Schneeberg bleiben, wie hier auch. Dann habe ich aber das Problem, dass das hier rausguckt. Und wie ich schon angedeutet habe, das können wir lösen, indem wir einfach auf die Ebene gehen mit dem Kreis, also mit unserem Geschenkanhänger und dann auf die Command-Taste drücken oder STRG in Windows, einfach hier einmal draufklicken, dann ist er ausgewählt. Und wenn ich jetzt die Auswahl umkehre, also Select Inverse, also Auswahl umkehren, das ist hier, dann ist der Außenrand ausgewählt. Und jetzt kann ich einfach zurückgehen auf die Ebene mit dem Schnee. Dann muss ich mir einmal suchen, da ist sie. Also 50 Copy bei mir und klicke auf Delete. Ja, jetzt meckert er einmal, weil das jetzt ein Smart Object ist. Okay, muss ich einmal umwandeln. Rechte Maustaste, klicke ich auf Rasterize Layer. Und dann klicke ich hier auf Delete. Und dann ist dieser Schnippel hier weg. Und dann kann ich einfach mit Command D die Auswahl aufheben und kann hier weitermachen. Ja, ich hole mir jetzt das zweite Geschenk. Und platziere das auch vor dem Schneemann. Jetzt ist das natürlich wieder nicht in der richtigen Position. Aber du kennst das schon, das ist gar kein Problem. Ich ziehe es einfach eine Ebene höher. Ja, genau, jetzt ist es hier vor dem Schneemann. Das Ganze gibt der Sache so ein bisschen Dimension, ne, wenn ich das in verschiedenen Ebenen aufbaue. Ich mag das, deswegen lasse ich das so. Und ja, finde das eigentlich auch gut, wenn das so gestaltet wird. Ja, jetzt im nächsten Schritt holen wir uns die Vögelchen. Das ist einmal der hier. Den ziehe ich auch wieder hier ins Dokument und mache ihn wieder sehr viel kleiner. Und der steht hier auf dem Schneeberg. Jetzt muss man ein bisschen das Verhältnis angucken. Also der Schneemann, der Weihnachtsmann auf der einen Seite und der Vogel auf der anderen. Das bedeutet, der Vogel muss noch kleiner. Also so viel kleiner als das werde ich ihn jetzt nicht machen. Einfach, damit man ihn auch überhaupt sehen kann. Aber ja, so ungefähr dürfte das passen. Ne? Jetzt stelle ich mir den hier hin. Jetzt guckt er zur anderen Seite. Wie macht man das? Man stellt sicher, dass man die Ebene ausgewählt hat. Hier, wie gesagt, da wir dieses Auto-Select haben, brauche ich den ja nur anklicken, dann habe ich die Ebene. Und dann gehe ich hier auf Edit und sage Transform und hier Flip Horizontal. Ich lasse das nochmal einmal ganz schnell, damit du genau sehen kannst, wo ich bin, auch im Deutschen. Und dann schaut er Richtung zur rechten Seite rüber. Ja, jetzt brauchen wir noch den kleinen Vogel. Ich ziehe den wieder hier rein und versuche den ungefähr in die gleiche Größe zu bringen, ja, dass der
Ja, so ungefähr, sieht ja gleich aus. Und stelle den hier oben drauf. Und dann, wenn das geschehen ist, muss der zur anderen Seite gucken. Wir gehen also wieder auf Edit, Transform und dann hier wieder Flip Horizontal. Ja, und schon schaut er den Weihnachtsmann an. Ja, jetzt kann ich den noch platzieren, wie ich das haben möchte. Und dann geht es weiter mit meinen Sternchen. Du siehst schon, das ist ein dicker Unterschied, ob mit oder ohne Sternchen. Ne? Also das sollte schon irgendwie sein. Also gehen wir wieder in den Ordner, holen uns den Stern raus und ja, verfahren wieder ganz genau so langsam. Keine Überraschung mehr für dich. Ich mache den ziemlich klein. Ne? Also ja, jetzt hat er noch 6. Ich würde sagen so vielleicht 3%. Ne? Also ich mache mal auf 3. Das kann man sehr schlecht anfassen. Deswegen habe ich das jetzt hier drüber gemacht. Also abhaken und ja, ist vielleicht sogar ein bisschen kleiner als da, aber ist nicht schlimm. Anklicken und mit Command J dupliziere ich ihn jetzt und dann kann ich meine Sternchen hier überall verteilen. Also ich mache weiter Command J und verteile damit meine Sternchen hier über den Geschenkanhänger. So viele ich eben haben möchte. Ne? Das ist gar kein Problem. Ja, und ich lasse auch immer noch ein wenig hier frei, weil hier soll ja hin, von und für. Deswegen bleibt das mal so. Ich kann immer noch einen löschen, aber ich glaube, so ungefähr darf es schon aussehen. Die dürfen auch nicht zu weit runter, weil die sind natürlich am Horizont. Ja, also hier unten am Boden haben die Sterne nicht zu suchen. Okay, jetzt im nächsten Schritt brauchen wir 2 Linien und natürlich den Text. Jetzt gehe ich erstmal hier auf das Linientool. Das ist hier unter dem Shape-Tool, also Formen-Tool. Wenn ich hier länger draufklicke, unten rechts in der Ecke, da ist so ein kleines Dreieck, dann öffnet sich so ein Menü und dann kann ich hier auf Line-Tool klicken und ja, dann kann ich hier eine Linie mitmachen. Ich ziehe erstmal eine. Jetzt aufpassen, dass das hier wirklich 0% hat, damit die auch gerade ist. Und dann lasse ich die los. Und jetzt kann ich hier Einstellungen vornehmen. Ja? Also ich kann einmal gucken, ob ich die dicker oder dünner haben will oder ne, höher, länger, breiter, wie auch immer. Also ich würde so sagen, ja, 3, 4 Pixel, das passt schon. Ich mache jetzt mal auf 4, damit ich eine glatte Zahl habe. Ja. Und dann gehe ich auf das andere Tool und dupliziere das nochmal, weil ich brauche ja 2 Linien. Ne? Also Command J, habe ich hier eine Kopie meiner Linie und jetzt gehe ich über die Pfeiltasten, weil man das schlecht anfassen kann, einfach nur schiebe ich das Ganze nach oben. Ja, kann ich auch gleich nochmal ausrichten, wenn der Text steht, aber erstmal bleibt so. Und jetzt hole ich wieder das Texttool und habe hier die Schriftart A-Auto Signature. Du kannst natürlich nehmen, welche Schriftart immer du möchtest. Ja, also ich habe jetzt hier einige drin. Such dir eine aus. Schön ist jetzt hier eine Schreibschrift, finde ich. Deswegen nehme ich so etwas. Du kannst auch mit für anfangen. Finde ich eigentlich fast besser. Jetzt haben wir wieder das Problem hier mit dem Ü. Muss ich wieder ein ER machen. Also es wäre in dem Fall besser, sich eine andere Schrift auszusuchen, weil ich kein Ü habe. Also schauen wir mal, ob es hier eine andere Schriftart mit Ü gibt, die ich benutzen kann. Also muss ich jetzt auch mit Ü schreiben. Markiere alles und gehe jetzt einfach mal hier durch, bis ich irgendwas gefunden habe, was mir auch gefällt. Ja. Also wie gesagt, ich möchte ja so eine Schreibschrift haben, also in dem Fall ist es Abuget, dann nehme ich die hier wohl und mache das Ganze ein bisschen größer vielleicht 24, ja, vielleicht noch ein bisschen. Ja, so ungefähr darf es sein. So, und platziere das hier vor. So, und jetzt machen wir dasselbe nochmal hier drunter und schreiben da dich hin für von und platzieren das auch hierher. Jetzt kommt mir das Ganze sehr fett vor. Nein, ist es aber nicht. Also es bleibt einfach so. Ja, jetzt habe ich hier None, machen wir mal Sharp. Ja, und machen wir das andere natürlich auch in Sharp. Das ist Mac LCD, ja, keine Ahnung, Sharp. Ist kaum eine Änderung zu sehen. Also, okay, jetzt müssen wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen anders platzieren.
da das sehr ein bisschen gedrungen aussieht hier. Also ich schiebe das noch ein bisschen hier rüber, das auch und das ein wenig nach unten. Ups. Einfach mit Command Z gehe ich dann hier wieder zurück, klicke hier nochmal drauf, habe meine Linie auch und schiebe sie dann nach rechts und mein von ebenfalls. So, ja, und damit ist mein Tag, mein Geschenkanhänger auch fertig. Jetzt muss ich ihn natürlich noch auf ein Dokument bringen und vervielfältigen, damit ich ihn auch als digitales Produkt verkaufen kann. Dazu mache ich Folgendes. Ich schnapp mir erstmal hier alles, oben links in der Ecke bis unten rechts. Jetzt siehst du, dass hier alles markiert ist. Jetzt mache ich Command G und packe mir alles in eine Gruppe. Das ist gleich hilfreich. Jetzt mache ich Command N oder eben Datei neu und erstelle mir mit, wenn ich jetzt hier unter Print gehe, also Druck, irgendwie sowas heißt das im Deutschen, und suche mir A4 raus. Weil, naja, das können wir meistens drucken, ne? Dann klicke ich hier auf Create und habe ein A4-Dokument, was ich an meinem heimischen Drucker halt einfach ausdrucken kann. Und jetzt ziehe ich meine Gruppe einfach hier rüber. Ne? Zack, habe ich die Gruppe hier, aber immer noch mit Layern. Das heißt, ich möchte die jetzt einfach mal mergen, damit ich das Ganze nicht mehr verschieben kann. Merge Group und dann habe ich nur noch ein Tag hier auf meinem Dokument. Hier habe ich immer noch die ganzen Layer, die sind hier immer noch in meiner Gruppe und das soll auch so bleiben, einfach damit ich das immer wieder verändern kann. Aber das hier ist sozusagen jetzt mein Arbeitsbogen, den ich dafür verwenden kann, das Ganze zu verkaufen. Jetzt gehen wir mal, ja, es sollte nicht mehr eigentlich als 7-8 cm haben. Jetzt ist das hier auf Pixel. Das wollen wir jetzt mal ändern. Also ich werde jetzt mal hier die Lineale einstellen. Also mache ich jetzt hier Rulers an und dann kann ich hier mit der rechten Maustaste drauf gehen und sage hier Centimeters. Und dann sollte das hier auch in Zentimeter sein. Ist auch jetzt netterweise. So, und dann mache ich das so auf um die 7 cm. Das ist eine ganz gute Größe für einen Tag. Ja, vielleicht 7,59 Pi mal Daumen. Du kannst das natürlich immer ausdrucken und ausmessen, was dir am besten gefällt, aber ich würde sagen, das ist schon eine gute Größe so. Ja, damit ist mein Tag fertig. Jetzt dupliziere ich den auf die zweite Linie. Jetzt mache ich das, schiebe das hier ein bisschen weiter weg, damit das noch einen Rand hat einfach. Ja, ist immer ganz schön. Man weiß ja nie, wer was wie eingestellt hat, deswegen ist das immer ganz gut. Und jetzt dupliziere ich die beiden zusammen, Command J. Und setze den da drunter und mache das Ganze nochmal. Und setze es wieder darunter. Jetzt ist hier auf meinem Dokument noch Platz für den Titel, also keine Ahnung, wie du das nennen möchtest, Christmas Time Tags oder Geschenkanhänger und hier vielleicht dein Logo. Und dann kannst du das Ganze exportieren, abspeichern als PDF oder JPG und dann eben auch verkaufen. Ja, das war es auch schon. Hat dir das Tutorial gefallen? Wenn dem so ist, ja, dann schau doch mal auf unserer Webseite vorbei. Den Link findest du hier unter dem Video. Und dann zeige ich dir in der Safari Lounge genau, wie das Ganze funktioniert, wie du deine eigene Webseite erstellst und dort deine eigenen digitalen Produkte verkaufst und nicht die von anderen Designern gemachten. Wir erstellen quasi unsere eigenen Illustrationen, unsere eigenen Grafiksets und verkaufen diese auf unserer eigenen Webseite. Die Safari Lounge Designer Classes sind dabei ein kompletter Blueprint, der dir hilft, von A bis Z deine Webseite zu erstellen und dein komplettes Business zu erstellen. Wenn du daran Interesse hast, schau doch mal vorbei und ja, ich helfe dir gerne dabei, deinen Traum zu verwirklichen. Außerdem abonniere doch unseren Kanal und klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Hier und hier findest du noch weitere Videos, die dir gefallen könnten. Bis zum nächsten Mal.